Warum wurde dieser Schritt gewählt, von 3 auf 5 Struts zu gehen? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Surf Pirates. Einem ganz besonderen Video, denn ich habe einen Gast bei mir, Can Kamenik, unseren Pro-Rider. Moin, danke Jürgen, dass ich da sein darf. Wir möchten heute einmal über den Kite, der hinter dir liegt, sprechen. Das ist der neue Pace Pro V2, nenne ich ihn jetzt einfach mal, denn er hat ein wirklich krasses Upgrade bekommen, eine krasse Veränderung. Und da würde mich einfach mal interessieren, du bist an der Quelle, du direkt hast die ganzen Veränderungen schon mitbekommen. Warum wurde dieser Schritt gewählt, von 3 auf 5 Struts zu gehen? Spannende Frage. Also erst einmal war das für mich am Anfang auch sehr überraschend, da wir ja schon den Pace haben und den XR Pro haben. Der XR Pro hat ja 5 Struts und den Pace 3. Ja. Und da war dann so, warum denn jetzt noch einen 5-Strutter bauen? Ja. Ja. Fragen sich wahrscheinlich einige Leute. Ja. Und zwar ist der Grund gewesen vor allen Dingen, dass man einen Kite gesucht hat, mit dem man bei böigen, starken Wind immer noch sehr gut Loops machen kann, der eine gute Hangtime nach den Loops hat und allgemein noch eine gute Hangtime hat, aber einfach deutlich einfacher zu fliegen ist als jetzt der XR. Also Loops zum Beispiel mit dem XR, das ist jetzt nicht so sein Spezialgebiet? Ja, der XR steht vor allen Dingen für eine Sache, Höhe und Hangtime. Ja. Damit wurden ja auch schon einige Höhenrekorde in der Vergangenheit gesprungen. Ja. Und der Pace stand vor allen Dingen dafür da, schnell zu sein, ja. Double Loops zu können damals zu der Zeit. Ja. Und allgemein ein sehr einsteigerfreundlicher Loop-Kite zu sein. Mhm. Für mich war der persönlich zu schnell in den meisten Loop-Tricks tatsächlich. Okay. Ja. Jetzt sind wir ja sehr stark bei dem Performance-Thema, was ja auch ein bisschen Sinn macht, da wir ja immerhin über die Alula-Kites in der Range reden. Beim normalen Pace, oder nicht, also beim vorherigen Pace Pro war es aber ja trotzdem so, dass der ambitionierte Kiter, Big Air Kiter, trotzdem diesen Kite sehr, sehr gut fliegen konnte und auch guten Progress damit machen konnte. Wie siehst du das jetzt für den neuen Pace Pro? Ja, also ich würde vor allen Dingen sagen, dass der neue Pace Pro für die Leute ist, die jetzt schon mehrere Kite-Loops gemacht haben, auch mal eine Laid-Back-Roll gemacht haben und einfach ihr Level verbessern möchten. Mhm. Der Pace Pro, also der normale Pace mit 3 Struts, ist vor allen Dingen für die Leute gewesen, die Loops lernen möchten, ja, und einen schnellen Allrounder haben wollen. Ja. Ja, jetzt gibt es den Pace Pro und damit kann man einfach nochmal sein Level, würde ich sagen, verbessern. Ja. Gerade jetzt, wenn man einfach mehrere neue Loop-Tricks lernen möchte, hilft es dir, die schneller zu lernen als mit dem Pace. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass der Frame vom Pace Pro gar nicht komplett aus Alula ist. Wie kommt es, dass die Struts da in dem Fall aus dem normalen Darkron gebaut wurden? Ja, also wenn man den Kite jetzt mit Alula-Struts bauen würde, wäre der Kite etwas zu steif einfach, da Alula sehr steif ist gegenüber dem Darkron. Und man hat jetzt Darkron-Struts verbaut, damit der Kite etwas flexibler wurde. Okay. Gerade bei böigem Wind hilft es dir dadurch nochmal ein bisschen besser einmal den Druckpunkt zu bekommen, ja, aber auch tatsächlich sogar ein bisschen vertikaler abzuspringen und in den Loops den Kite einfach einen weicheren Kite zu haben, der, ja, nicht ganz so alles weitergibt, was sozusagen aufgenommen wird. Genau, weil nicht jeder damit umgehen kann, wenn er, ja, da so einen komplett steifen Kite hat. Sondern man will ja vor allen Dingen auch einen Kite haben, der fehlerverzeihend ist. Und da helfen die Struts auch nochmal, da einfach sich ein bisschen mehr anpasst, ja, an den Loop und an den Wind auch. Ja. Ah, okay, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt gucken würde, für wen ist der XR Pro am besten geeignet und für wen ist da der Pace Pro am besten geeignet? Wie würdest du das Ganze einsortieren? Ja, also ich würde vor allen Dingen sagen, der XR Pro ist für die Leute geeignet, die sehr hoch springen möchten, viel Hangtime haben wollen und ab und zu auch mal einen Loop machen wollen. Ja. Ja. Aber eher zweitrangig. Also Loopen ist eigentlich mit dem XR jetzt nicht das
Thema. Ja, also ich würde den XR persönlich jetzt, wo es den Kite gibt, nicht mehr benutzen für Loops. Ich würde ihn benutzen, um meine Höhenrekorde zu springen, für meine Landgaps tatsächlich zu benutzen, da er da einfach mir die Sicherheit gibt, drüber zu kommen und viel Höhe zu bekommen. Krasse Videos übrigens. Danke. Und ja, den Pace Pro würde ich tatsächlich für mein Training benutzen. Wenn wir jetzt 40 Knoten haben, dass ich da einfach einen Kite habe, auf den ich mich verlassen kann im Loop, der mir Hangtime gibt und der sich einfach meinem Fahrstil anpasst. Also vom Einsatzbereich nochmal einen Ticken größer, der Pace Pro, ein bisschen softer, ein bisschen abgerundeter sozusagen. Macht auf jeden Fall Sinn, ist nachvollziehbar. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Solltet ihr selber noch Fragen dazu haben oder den Kite mal ausprobieren wollen, dann meldet euch bei uns. Bei Fragen könnt ihr sie auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Da antworten wir auch auf jeden Fall drauf. Can ist auch immer fleißig am Antworten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Wasser oder hier bei uns im Shop. Bis dann. Ciao, ciao.